Diese Konsole hier, die Teleball 7 von MBO, begleitet mich jetzt schon seit fast 15 Jahren. Als ich sie damals gekauft habe, war sie, naja, sagen wir mal, nicht gerade in Bestform. Sie hatte Bildprobleme, Aussetzer und die Pistolenfunktion, ja, die war komplett tot. Aber statt das Ding einfach wegzuschmeißen, habe ich immer wieder dran rumgebastelt, ohne großes Fachwissen. Einfach mit Neugier, Geduld und dem festen Willen, das Teil irgendwann wieder zum Laufen zu bringen. Mal gab es kleine Erfolge, mal eher Frust, aber so richtig funktioniert hat sie nie. Dann, um so 2018 herum, habe ich zum ersten Mal einen AV-Mod versucht. Dieser erste Versuch war ganz basic. Ich habe das Sync-Signal und die Bildausgänge auf ein gemeinsames Composite-Kabel gelegt, ohne Verstärkung natürlich. Und das Bild war entsprechend dunkel und nicht besonders schön. Aber hey, es war ein Anfang. Doch irgendwann wollte ich tatsächlich mehr. Also ich wollte, dass diese Konsole wieder das kann, was sie eigentlich mal konnte, inklusive Pistolenshooter. Also habe ich einen radikalen Schritt gemacht. Ich habe alles entlötet, was ich nicht zuordnen konnte. Alles raus, Tabula rasa. Und dann kam das richtige Projekt. Ich habe mir einen Schaltplankatalog von General Instrument aus dem Jahr 1978 besorgt, von der Firma, die den AY-3-8500 Pong-Chip gebaut hat. Und auf Basis dieser alten Unterlagen habe ich die Konsole praktisch neu aufgebaut. Der Weg dahin war lang, von vielen Rückschlägen auch gezeichnet, aber am Ende läuft sie. So sieht die Konsole heute von innen aus. Man erkennt sofort, das ist nicht mehr der Originalzustand. Links und rechts habe ich jeweils neue Platinen eingebaut. Das Herzstück, also der Pong-Chip selbst, ist nach wie vor zentral, hier unten unter diesen gelben Verbindungen etwas verdeckt. Und hier auf der linken Seite findet sich jetzt die Platine zur Wiederausgabe. Die rechte Platine hier war die eigentliche Herausforderung. Sie steuert die Pistolenfunktion, also das klassische Lightgun-Feature, das bei meiner Konsole ursprünglich überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Wenn man sich das Ganze jetzt so anschaut, könnte man meinen, das ist einfach nur ein bisschen Neuverkabelung, aber in Wirklichkeit steckt hinter diesen Platinen ein kompletter Wiederaufbau der Funktionalität auf Basis eines historischen Schaltplans von General Instrument. Diese Schaltpläne sind aus dem Jahr 1978 und sie waren meine Grundlage. Also ohne diese Schaltpläne hätte ich wirklich nie herausgefunden, wie das alles zusammenhängt. Man sieht hier zum Beispiel den Pong-Chip selbst, der ist halt eben da drin. Das OR-Gatter 4072, das hier beschrieben wird. Der Sync-Input, also die 2 MHz, deren Funktion jetzt praktisch dieser Quarzkristall übernimmt. Und der richtig komplexe Teil dann praktisch dieser Aufbau, den ich auf dieser Platine hier umgesetzt habe für die Lichtpistole. Es ist also keine klassische Restauration, sondern wirklich ein technischer Neuaufbau, aber eben mit dem Anspruch, so originalgetreu wie möglich zu bleiben, nur eben mit eigenen Mitteln. Vom inneren Neuaufbau ganz abgesehen habe ich auch noch folgende Reparaturen an der Konsole vornehmen müssen. Hier war praktisch am Batteriefach das Stück Plastik gebrochen. Ich habe von einer Klebeaktion abgesehen, sondern habe das stattdessen so befestigt mit Metallplättchen, die ich festgeschraubt habe, damit das Ganze etwas stabiler ist. Dieses Element hier könnte ich eventuell noch festkleben, aber davon will ich auch absehen. Was hier genau passiert ist, hier war ursprünglich mal der Schiebeschalter, der ist abgebrochen. War bereits schon so, als ich die Konsole gekauft habe. Ich habe folgende Maßnahme gemacht, also ich habe praktisch den Schiebeschalter entlötet, rausgenommen und habe eine kleine Schraube von unten durchgebohrt. Und so kann ich dann das hier praktisch reinschrauben und den Schiebeschalter dann so bedienen. Es ist kein perfektes System, es ist auch ein Schiebeschalter, der ziemlich starr ist, muss ich sagen, aber
Ganze funktioniert. Last but not least, wie es so schön heißt, habe ich schließlich die Pedal Controller mit USB-Anschluss versehen, um sie halt einfach absteckbar zu machen, was die Lagerung der Konsole einfach um ein Vielfaches leichter gestaltet, als wenn diese Controller ständig permanent angeschlossen sind, dann muss ich das Ding herumtragen, oder wenn ich halt wieder kleinere Modifikationen, Reparaturen vornehmen will, ist das halt einfach, das war ohne viel Aufwand machbar und habe ich deswegen so umgesetzt. Was ich aus dem Projekt mit dieser Konsole mitgenommen habe, ist eigentlich ziemlich simpel. Wer ernsthaft darüber nachdenkt, sich mit alten Konsolen oder PC-Hardware zu beschäftigen, der sollte ganz am Anfang oder zumindest relativ früh sich mal so ein Ding zulegen. Warum? Die alten Pong-Konsolen sind vergleichsweise simpel. Also es gibt ja keine komplizierten Chipsätze, keine kryptischen Spezialbauteile in aller Regel. Also nichts, was man jetzt nicht irgendwie nachbauen oder Ersatzteile für beschaffen könnte. Mit ein bisschen Geduld und grundlegenden Elektronikkenntnissen, und die kann man sich wirklich aus sehr, sehr einfacher Literatur aneignen, lernt man an diesen Geräten extrem viel. Von Wartung über Instandhaltung bis hin zur Reparatur. Und ich würde auch sagen, über den respektvollen Umgang mit alter Hardware. Denn die Wahrheit ist, wenn man sich eine Konsole aus den 80ern zulegt, sei es ein Atari 2600, ein NES, eine Sega Master System oder wenn man richtig viel Knete hat, auch eine Vectrex zum Beispiel, dann wird man früher oder später in die Situation kommen, dass man selbst Hand anlegen muss. Meistens wegen alter Elektrolytkondensatoren, Pedals, die vielleicht ihren Dienst quittieren. Da hilft es enorm, wenn man vorher schon mal den Lötkolben in der Hand hatte. Ich selbst habe in der Vergangenheit leider auch einige Geräte auf dem Gewissen, oder die ich zumindest nur verschlimmbessert habe, wenn ich ehrlich bin. Und hätte ich die Erfahrung, die ich jetzt mit diesem Pong-System gemacht habe, schon früher gehabt, ich wäre in vielen Situationen wirklich deutlich umsichtiger gewesen, muss ich zugeben. Das ist der eigentliche Kern dieses Videos. Ich möchte diese Erfahrung teilen als Ermutigung für alle, die anfangen wollen zu sammeln oder auch sich an erste Reparaturversuche wagen wollen. Konsolensammeln ist ein wunderbares Hobby, genauso wie das Sammeln von alten Heimcomputern. Ich selbst habe auch zum Beispiel ein Atari 800 XL, ein Gerät, was ich absolut liebe. Aber bei all diesen Geräten gilt halt nun mal, die Frage ist nicht ob, sondern wann man daran etwas machen muss. Das war's für heute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann hinterlasst bitte ein Like, einen Kommentar und abonniert den Kanal. All das gefällt dem Algorithmus, und wenn es dem Algorithmus gefällt, dann steigen auch die Chancen, dass es zusätzlichen Content gibt. Also, stay tuned.